Herzlich willkommen zurück zum neuen Keysight HD3 Oszilloskop. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Vorteile der 14-Bit-Technologie in der Praxis. Oszilloskope sind in der Regel das erste Instrument, das Ingenieure verwenden, um elektronische Designs zu testen. Für die Prüfung sind oft hochauflösende Messungen erforderlich, um analoge Signale mit niedrigem Pegel, wie zum Beispiel die Ausgangswelligkeit der Stromversorgung sowie analoge Signale mit niedrigem Pegel am Ausgang von Sensoren zu überprüfen. In dieser kurzen Demonstration möchte ich Ihnen zunächst zeigen, warum die Anzahl der Konvertierungsbits für die genaue analoge Signalmessung wichtig ist. Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass ich Ihnen zeige, warum die Verwendung eines Oszilloskops mit einer hohen Empfindlichkeit und einem rauscharmen Frontend es Ihnen ermöglichen kann, Details von Low-Level-Signalen zu erkennen, die oft im Rauschen anderer Oszilloskope untergehen. Ich werde diese Messungen mit dem HD3-Oszilloskop demonstrieren, das eine 14-Bit-Analog-Digital-Wandlung und das niedrigste Grundrauschen bietet, beides die besten in dieser Oszilloskopklasse. Wenn Ingenieure von der Messauflösung eines Oszilloskops sprechen, meinen sie die Anzahl der Bits, die der Analog-Digital-Wandler ADC des Oszilloskops umsetzt. Vor nicht allzu vielen Jahren galten 8 Bits als Industriestandard. Eine 8-Bit-Wandlung bietet 2 hoch 8 oder 256 einzigartige Wandlungsstufen über den dynamischen Bereich des Analog-Digital-Wandlers des Oszilloskops. Mit jedem zusätzlichen Bit verdoppelt sich die Anzahl der Wandlungsstufen. So bieten 9 Bits 512 Pegel, 10 Bits 1024 Pegel und so weiter. Das Oszilloskop HD3 bietet eine Analog-Digital-Wandlung mit 14 Bits. Damit stehen über 16.000 Wandlungsstufen zur Verfügung. Das ist das Beste, was es in der Oszilloskopbranche in dieser Klasse von Oszilloskopen gibt. Warum ist das so wichtig? Die meisten Ingenieure würden wahrscheinlich sagen, dass sie keine treppenförmigen oder gezackten Wellenformen aufgrund einer begrenzten Anzahl von Umwandlungsbits sehen wollen. Mit anderen Worten, sie wollen glatte Wellenformen sehen. Sehen wir uns ein Beispiel an. Dies ist eine Sinuswelle von 500 mV Peak-Peak, 300 MHz von einem rauscharmen Signalgenerator. Das Oszilloskop ist auf 100 mV pro Division eingestellt. Bei dieser Einstellung bietet das HD3 mit 14-Bit ADC-Auflösung eine Messauflösung von etwa 100 Mikrovolt und zeigt eine glatte Wellenformkurve an. Ein weiterer Grund, warum die meisten Ingenieure ein Oszilloskop mit mehr Bits Auflösung wünschen, ist, dass sie keine unscharfen Wellenformen sehen wollen oder Wellenformen, die nicht dünn und scharf sind, wie ich sie gerade gezeigt habe. Aber um ehrlich zu sein, ist die Unschärfe von Wellenformen, die Sie vielleicht kennen, nicht auf eine begrenzte Anzahl von Bits bei der Umwandlung zurückzuführen. Normalerweise liegt es am Grundrauschen des Oszilloskops selbst. Was Sie möglicherweise sehen, ist zufälliges Rauschen, das vom Oszilloskop selbst erzeugt wird und nicht auf eine begrenzte Anzahl von Bits im ADC zurückzuführen ist. Dieses Phänomen lässt sich in der Regel mit den empfindlichen Volt-pro-Division-Bereichen eines Oszilloskops beobachten, zum Beispiel bei 5 mV pro Division oder darunter. Sehen wir uns nun ein Beispiel an für eine unscharfe Wellenform auf einem Oszilloskop, das über viele Umwandlungsbits verfügt. Dies ist nun ein 10 mV Peak-to-Peak 200 MHz Signal mit dem Oszilloskop auf 2 mV pro Division eingestellt. Zwischen 500 Mikrovolt pro Division und 2 mV pro Division bietet dieses Oszilloskop eine ADC-Auflösung von 2 Mikrovolt. Bei dieser niedrigen Einstellung können Sie die Unschärfe dieser Wellenform sehen. Aber dies ist die branchenweit beste Einstellung für diese Oszilloskopklasse bei einem so niedrigen Volt pro Division Verhältnis. Die HD3-Oszilloskope haben einen Grundlinienrauschpegel von weniger als 500 Mikrovolt RMS bei voller 1 GHz Bandbreite, was 2 bis 5 Mal weniger Rauschen ist als bei anderen Oszilloskopen in dieser Klasse. Die vertikale Auflösung eines Oszilloskops ist nicht nur eine Funktion der Anzahl der Bits des ADC, sie ist eine Kombination aus den ADC-Bits plus dem Grundrauschen des Oszilloskops, das ins Spiel kommt, wenn Signale mit niedrigem Pegel bei sehr niedrigen Volt-pro-Division-Einstellungen des Oszilloskops betrachtet werden. Wie können wir also den Grundrauschpegel des Oszilloskops verbessern, um Messungen mit höherer Auflösung in diesen empfindlichen Volt-pro-Division-Einstellungen durchzuführen? Eine Methode ist die Verwendung der Wellenformmittelung.
Dazu muss ich das Eingangssignal wiederholen, wie Sie es hier sehen können. Eine andere Methode besteht darin, die Bandbreite des Oszilloskops zu verringern, was natürlich den Rauschpegel des Oszilloskops reduziert. Hier sehen Sie, wie diese 200 MHz Sinuskurve aussieht, wenn Sie die Bandbreite des Oszilloskops auf 350 MHz verringern. Und hier sehen Sie, wie eine 20 MHz Sinuswelle mit einer Oszilloskopbandbreite von nur 100 MHz aussieht. Manchmal ist es ein Vorteil, ein Oszilloskop mit geringerer Bandbreite zu verwenden. Mit dem HD3-Oszilloskop können Sie die Bandbreite Ihrer Oszilloskopmessungen zwischen 5 MHz und der vollen 1 GHz Bandbreite des Oszilloskops wählen. Dadurch können Sie das Grundrauschen des Oszilloskops bei den niedrigsten Bandbreiteneinstellungen auf bis zu 10 Mikrovolt effektiv absenken, was Ihnen die Flexibilität gibt, Bandbreite und Rauschen für jede Anwendung abzuwägen. Das vielleicht wichtigste Merkmal dieses Oszilloskops ist seine 14-Bit-Analog-Digital-Wandlung, die höchste in der Branche für diese Oszilloskopklasse, zusammen mit dem niedrigsten Grundrauschen von unter 50 Mikrovolt RMS, selbst bei voller 1 GHz Bandbreite. Dieses Oszilloskop unterstützt außerdem eine breite Palette an fortschrittlichen Analysefunktionen, darunter Zonentrigger, Pass-Fail-Mask-Tests und eine breite Palette an Dekodier- und Triggerfunktionen für serielle Busse. Buchen Sie noch heute einen kostenlosen Vorführtermin und lernen Sie die außergewöhnlichen Möglichkeiten der neuen HD3-Serie direkt in Ihrem Labor kennen. Gehen Sie auf www.datatec.eu oder rufen Sie meine Kollegen unter 07121 515050 an für weitere Informationen.